Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und freue mich wieder eine Folge vom German Testing Day 2024 dabei zu haben. Bei mir zu Gast Michael Fischlein, mit dem ich über das Thema KI und Testdesign gesprochen habe. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch dunkel an die Zeit erinnern, wo man Testmethoden gelernt hat, aber nutzt man die gerade auch wirklich immer im täglichen, Klammer auf, ich hoffe schon, Klammer zu. Wie KI hier unterstützen kann, damit wir zu einem besseren Testentwurf kommen, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo. Hier am German Testing Day 2024 in Frankfurt. Gerade die Eröffnung gewesen, jetzt geht es so los in die ersten Tracks. 1,5 Tage, super Input, viel Fachlichkeit, viel Netzwerken hier heute am Abend, wenn wir ein tolles Event haben. Sicherlich. Freue ich mich auch schon drauf. Aber vorher machen wir noch eine coole Podcast-Folge, weil ich habe vorher so die Abstracts durchgelesen, wer so speakt und wer so, was so Themen sind. Und du hast also einen recht knackigen Titel gehabt, endlich mal so ein bisschen Intelligenz in der Qualitätssicherung. So, das jetzt erklär mal. Ja, das ist gar nicht so einfach, das so auf den direkten Punkt zu bringen. Ich hatte eigentlich November vor 1,5 Jahren auch angefangen ein bisschen mit so ChatGPT, war ja der Hype, ja, alle haben probiert. Angefangen von meiner Spielleidenschaft, Fantasy-Rollenspieler und Dinge auszuprobieren, Geschichten zu schreiben, Ideen aufzubauen, Konzepte zu bauen, habe ich mich dann halt mal mit beschäftigt, wie man das dann so umsetzen kann in Testing. Und jetzt kommt so ein bisschen die zweite Welt dazu. Ich bin ja für das ganze Trainingsthema auch bei Sogeti verantwortlich, also auch die Ausbildung der Mitarbeiter als L&D-Koordinator und halt selber seit über 10 Jahren Trainings. Und das Schöne ist, wenn man hauptsächlich Trainings hält, dann sieht man ganz, ganz viele Unternehmen von sehr, sehr, sehr tief drinnen. Man kriegt neue Leute mit, man kriegt erfahrene Tester, Testmanager, die sagen, mach ich schon seit 10, 20 Jahren im Beruf und jetzt mache ich mal mein Zertifikat und allem. Und dann ist es erstaunlich, was man denen alles noch bei einem Foundation-Level-Schulungslehrgang Neues erzählt. Ja, also die Äquivalenzklasse, das Thema haben sie vielleicht schon mal kapiert, aber den Namen kennen sie nicht. Grenzwerte, da war mal was und alles, was danach kommt an den riesigen Testdesign-Methoden. Ja, genau. Und das habe ich dann fasziniert, was ich halt heute Menschen erlebe, die testen, die Erfahrung haben, die das in Firmen propagieren, die dort verantwortlich sind. Und es kommt wahnsinnig viel aus dem Bauch heraus. Also Testing aus dem Bauch, das, was ich halt jetzt mein Testdesign, Testdaten, Requirements Engineering, das läuft halt alles so, haben wir schon immer so gemacht, habe ich eine Erfahrung dazu, ist ja wunderbar. Und dann habe ich halt mal angefangen, mich mit solchen Systemen, also damals ChatGPT 3.5, mit Copilot, was halt alles so da rumfliegt. Also alle Systeme, die überhaupt nicht aufs Testen in irgendeiner Art und Weise trainiert sind, sondern Large Language Modelle, die irgendwelche Dinge nicht zufallsmäßig, sondern statistisch auswerten und überlegen, was könnte das nächste relevante Wort sein. Und dann habe ich halt mal so Dinge angefangen wie, schreib mir mal Use Cases, schreib mir mal Akzeptanzkriterien. Schreib mir mal ausführliche Akzeptanzkriterien. Gib mir doch mal die Grenzwerte davon. Gib mir mal Wertebereiche, Äquivalenzklassen. Und ich habe festgestellt, die machen das relativ gut. Nicht fehlerlos. Da ist jede Menge Mist, Halluzinationen dabei, gar keine Frage. Aber es kommen doch erstaunlich gute Ergebnisse raus. Vor allem, wenn ich mir dann anschaue, ich mache auch ab und zu mal TPIs, also Test Process Improvements in Firmen, und dann sieht man ja, was machen die denn wirklich? Also es gibt irgendwo einen Ordner und darunter ist ein File, da steht Testkonzept drin. Aber da ist der Lorem Ipsum noch nicht ausgegraut teilweise. Ja, also ist es halt da, weil es sein muss, aber ist nichts Sinnvolles drin. Und dann war ich echt erstaunt, wie schnell ich Antworten bekomme von den Systemen, die vielleicht nur Pareto-Regel 80% richtig sind. Aber wenn ich das von Fachleuten mir geben lasse, in die Aufgabe stelle, dann kriege ich auch nur was zurück, was 80-90% richtig ist. Braucht dafür aber 1-2 Tage. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist vielleicht spannend, sich das mal zu überlegen. Und deswegen werde ich morgen im Vortrag, der kommt ja erst dieser Podcast nach dem Vortrag, ja, genau. Werden wir so ein bisschen das Spielchen machen, mal ein paar Leute aufstehen lassen, wer was kann, wer was gemacht hat.
Und ich habe den schon mal gehalten vor. Es war erstaunlich am Anfang, ja, wer hat ein Zertifikat, da steht dann so ziemlich alles auf. Und wenn man dann ein bisschen abfragt, wer hat davon schon mal was gehört, wer kann es, wer wendet es an, ist die Menge der Leute, die sich setzen. Ja. Und ja, ich sehe halt heute jetzt die spannende Situation, dass ich eben diese Situation, ich stehe vor so einem Problem. Ja, ich als Tester muss jetzt irgendwas machen und da hat vielleicht irgendjemand noch gesagt, verwend da mal einen Zustandsautomaten oder mach da mal Äquivalenzklassen, Grenzwerte, volle Kombinatorik, was auch immer, Pairwise-Testing, gibt es ja alle möglichen Begriffe. Erstens macht das schon wieder gar keiner und zweitens, die meisten wissen dann gar nicht, was sie tun sollen. Und dann steht das weiße Blatt Papier und die Angst vor dem weißen Blatt kennen wir alle. Ja? Und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt irgendeinem Chat-System gebe, ob es jetzt, wie gesagt, Copilot oder was auch immer, dann kriege ich was raus innerhalb von 30, 40 Sekunden. Wenn ich noch ein bisschen die Prompts optimiere und nochmal nachfrage, dann habe ich in 2-3 Minuten ein Konzept, ein Testdesign da stehen, wo ich sagen muss, habe ich selten im Real Life beim Kunden gesehen. Und das ist so die Idee dieses Vortrags, um den Leuten mal bewusst zu machen, was da eigentlich gerade passiert, was da gerade möglich ist. Jetzt muss ich sagen, haben wir natürlich, also von meiner Homebase, von Sogeti, auch noch das Ganze, sind wir gerade dabei am Bauen und auch dann irgendwann mal so am Vermarkten, dass wir wirklich ein System haben, das auf Testing trainiert ist. Also nicht allgemein, sondern jetzt mal wirklich nur konzentriert auf Testing. Und die ersten Sachen, die ich mir da anschauen konnte, waren dann schon erstaunlich gut, weil das System versteht mich jetzt. Und das ist natürlich toll. Und ja, jetzt kommen natürlich die ganzen, ich sage mal, psychologischen oder auch soziologischen Themen mit rein. Was heißt das für meinen zukünftigen Beruf? Wäre ich noch gebraucht? Ja, habe ich Angst jetzt um diese Zukunft? Wird meine Software jetzt vielleicht wirklich besser? Ja, also auch dieses Thema Shift Left, also kriegen wir Fehler vielleicht früher raus aus dem System, weil uns solche Systeme helfen können? Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema und das macht gerade Spaß zu diskutieren, den Austausch zu haben. Warum glaubst du denn, werden denn diese Testdesign-Methoden, du sagst ja selber, wir lernen die ja alle, also jeder macht irgendwie den Foundation-Level, wenn er so mit Testen anfängt oder irgend sowas. Und da übt man das ja sogar, Äquivalenzklassen, Grenzwert, Entscheidungstabellen, Zustand, das sind ja quasi auch Prüfungsfragen und man hat quasi die Übungsdings. Warum findet das den Weg in die Praxis nicht rein? Warum verwenden das die Tester dann nicht, sondern machen dann wieder nur Testfälle aus ihrem Bauch raus? Naja, sind wir mal ganz ehrlich, also ich halte die Foundation-Level sehr häufig. Der Anteil an den Testdesign-Techniken üben und dieses Intensivieren, das ist überschaubar. Ja, also bei 4 Tagen hat man dann einen Tag, einen halben Tag, wo man sich diese Themen anguckt. Das ist wieder, man muss danach eigentlich, das haben wir auch schon mit Kunden gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen die Schulung zwar, aber wir haben dann auch noch einen Mentor noch bei euch sitzen, der euch nicht die Arbeit abnimmt, der euch aber immer wieder triggert, und quasi euch hilft, diese erste Hürde zu gehen. Weil natürlich, sobald ich heute anfange, mir ein reales Projekt anzugucken, das ist meist ein bisschen komplizierter als der Bankautomat, als der Cola-Automat, als die Kaffeemaschine, also die üblichen Beispiele, die man hat. Und wissen Sie selber, wenn ich eine Entscheidungstabelle mache, 2 hoch n. So, wenn ich jetzt 5 Bedingungen habe, dann ist es 2 hoch 5, das handle ich noch. Wenn das 20 Bedingungen sind, dann ist das eine Riesentabelle, dann muss ich schon, also da kriegen viele Angst. So ist das Gefühl, mache ich halt dann doch nur mal schnell so und so, ich habe ja jetzt nicht die Zeit. Es ist halt dieser Invest, den man fahren muss. Das kenne ich von mir selber. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das so gefühlt, aus dem FF, die meisten Sachen, es gibt auch jede Menge Sachen, die ich nicht kann. Aber man hat es halt viel geübt. Und wenn wir jetzt heute gerade in die agile Welt gucken, das ist ja der nächste Aspekt, der da reinkommt, da heißt jetzt auf einmal, wir schreiben ja gar nichts mehr auf, wir sind nichts mehr dokumentieren, also alles falsch verstanden. Aber dann fange ich auch an, ich muss ja schnell sein, ich muss ja schnell testen. Und dann muss mir aber auch so ein Testdesign quasi das muss ich mir aus den Ärmeln schütteln können. Das muss ich nicht erst sagen, ich habe da mal was gehört, ich lese da mal nach, ich probiere mal aus. Und davor haben viele Angst. Und dann gibt es ja den Ausweg, nennen wir es mal so, des explorativen Testens. Mache ich es einfach halt nebenher. Wobei da auch, wenn man sich exploratives Testen genau anschaut, wäre es ja wichtig, dass man Testdesign-Methoden beherrscht, dass man bewusst Äquivalenzklassen, bewusst Grenzwerte, Entscheidungswerte halt implizit macht. Aber weißt du selber, glaube ich, bei jedem Thema, was du anfängst, zwischen ich habe es mal gezeigt bekommen, ich habe den ersten 1, 2 Sachen gemacht. Ich habe früher Tennis gespielt, Fußball gespielt. Ich weiß noch, ich habe meinen Trainer gehasst, der mich
1,5 Stunden lang die Rückhand Longline hat spielen lassen. Ja, das war so das Lästige. Aber dann lernt der Körper. Ja. Aber das ist aufwendig. Und das haben wir heute oftmals in den Projekten eben nicht. Wir wollen kurzfristig, wir wollen schnell was machen. Wir haben keine Zeit dafür. Ja. Und dann passiert das halt. Ja. Und es muss natürlich auch irgendwer diesen Auftrag bringen. Also wenn ich mir heute viele Testmanager anschaue, die auch die die Advanced Level Testmanager Schulung gemacht haben, ja, das Zertifikat haben sie. Ja. Wissen ist noch mal ein anderes Thema. Ja, das ist, glaube ich, da. Und jetzt haben wir halt den Vorteil, diese Lücke, dieses Gap, das wird jetzt von einer künstlichen Intelligenz relativ entspannt geschlossen. Nur ausbildungsseitig habe ich jetzt das Problem, irgendjemand muss danach das Ergebnis bewerten. Weil ich kann ja die Ergebnisse, die mir eine KI heute liefert, also ein Gen-AI-System, das ist nicht schlecht, aber das ist nicht fehlerlos. Und jetzt brauche ich halt jemanden, der das sehen kann. Und jetzt sind wir wieder in der alten Diskussion. Also meine Trainerkollegen von Sogeti, wir stehen da so und sagen, ja klar, ist doch logisch, da ist ein Fehler, das passt nicht. Ja. Weil wir machen das halt seit 10, 20 Jahren. Ja, ich sehe es halt. Aber jetzt mein Junior Consultant, der das Foundation Level gerade hinter sich gebracht hat und ich zeige ihm eine komplexere Thematik, der sieht das nicht. Ist auch okay. Aber wir müssen diese Lücke irgendwo schaffen, dass die Leute diese Bewertungsfähigkeit haben. Und das wird, glaube ich, eine Herausforderung. Ja, also man muss dann doch ja die Methoden ja auch wieder beherrschen, damit man das auch bewerten kann, was denn da eigentlich rauskommt. Wie machst denn du das, oder sag mal, wie argumentierst du denn? Das ist ja auch eine Frage, die ich auch immer wieder im Alltag mitbekomme, so wenn ich jetzt ein bisschen rumteste, da finde ich ja auch Fehler, und dann sind wir schnell fertig und dann passt das. Ne? Wie argumentierst du, dass man so systematische Methoden, was wirklich der Nutzen ist für den Tester, den er dann auch kauft? Auch wieder eine sehr schwierige Antwort, weil es ein bisschen von den Systemen abhängt. Also wenn ich gerade beim Kunden bin, der schon jetzt seit etlicher Zeit seine Tests macht, also sein Produkt rausbringt, muss ich ja ganz klar sagen, bist du mit der Qualität, die du auslieferst, zum Kunden zufrieden? Bist du mit dem Timing zufrieden? Also lieferst du rechtzeitig aus und alles? Ganz ehrlich, wenn er das mit Ja beantwortet, dann muss ich sagen, macht alles richtig. Es kann ja nämlich auch sein, dass er einfach 1, 2 Tester, Testerinnen hat, die ein derartiges Gespür haben. Also die haben ja quasi das sind eine reale Intelligenz, die haben einfach ein Bauchgefühl, ein wahnsinniges Verständnis für die Software, die wissen, was los ist, die finden das auch. Ja. Wenn ich allerdings einen Kunden habe, der dann sagt, ja, also wir liefern immer aus, aber danach wird es heiß. Naja, dann wäre halt die erste Analyse, warum wird es heiß, was für Fehler hast du und wo könnte ich die Fehler finden. Da sind wir in der ganzen Diskussion dann von eben diesem Shift Left, wo hätte ich die Fehler denn finden können. Es ist ja nicht nur das Testen, also viele nehmen ja dieses dynamische Testen als Testen an. Es fängt ja viel früher an. Das ist beim Requirements Engineering, ja, die Requirements zu überprüfen, Reviews zu machen, Walkthrough, was es alles gibt, ja, Pairing, diese ganzen, also die Fehler gar nicht ins System reinzubringen. Und da muss ich dann natürlich sagen, das ist halt der Punkt. Der erste Part ist Analyse, wo kommen die Fehler her? Und dann muss ich mir da anschauen, was passiert. Habe ich Grenzwertprobleme? Das ist für mich die erste Frage. Habe ich die überhaupt mal gescheit beschrieben? Ja, kennen wir ja auch. Da sind dann irgendwelche Werte drin, wo man sagt, ist es jetzt ein größer gleich oder wo geht's hin? Ja, und das Zweite ist natürlich, wurde es richtig umgesetzt? Und dann fangen wir halt an mit der Diskussion, ja, wollen wir denn eine Absicherung von den Grenzwerten haben? Dann müssen wir die Grenzwerte beim Testdesign erheben. Wir haben Kunden gehabt, die haben zigtausende Testfälle gehabt. Dann haben wir es analysiert mit dem Kunden und haben festgestellt, naja, von den zigtausend Testfällen kannst du mehr als die Hälfte wegschmeißen, weil das sind einfach aus Äquivalenzklassensicht einfach Duplikate. Das heißt, es war ein anderer Wert, aber der ist halt aus der gleichen Äquivalenzklasse, also die sind gleich. Dafür hast du ganz viele andere Bereiche gar nicht getestet und dann muss man es halt wirklich beispielhaft mit den Leuten aufgehen und es muss gefühlt schon so ein bisschen Schmerz da sein. Also die meisten sagen, ja, aber das kostet ja Geld, das ist ja aufwendig. Ja, wenn alles gut läuft, was soll ich demjenigen raten? Also das kannst du. Ich gehe unwahrscheinlich gerne in die Beispiele von Küchen oder ich esse gerne, ich koche gerne, ich backe gerne. Das siehst du ja auch bei dem Koch. Es gibt Köche, die müssen rezeptgenau kochen. Also die müssen wirklich alles abwiegen. Und es gibt Köche, die haben einfach so viel Erfahrung, die nehmen halt das, was da ist und am Schluss ist es lecker. Ja. Das funktioniert aber nur, wenn derjenige oder diejenige Person
sehr, sehr, sehr viel Know-how hat. Und da sind wir uns einig, weil die Diskussion fahren wir ja auch mit Kunden, auch intern. Ich kann einen Testmanager nicht innerhalb einer Woche von, ich habe keine Ahnung zu dem Thema, zu erfahrenen Testmanager bauen. Ich kann ihm ein Zertifikat schreiben lassen, der übersteht es wahrscheinlich. Aber ich kriege ihn nicht dazu, dass er diese abgeklärt, da kommt ja auch dann solche anderen Sachen wie soziale Intelligenz dazu. Ja, also wissen wir ja immer auf ganz vielen Bereichen Dinge, die gar nichts mit der Logik zu tun, der mathematischen Logik, sondern Verständnis, wie läuft denn der Prozess? Hat die Entwicklung kapiert, was sie tut? Ich habe gerade mit einem Teilnehmer hier gesprochen, der mir erzählt, ja, unsere Entwickler schreiben Unit-Tests, aber wir sind völlig für die Katz. Ja, wenn der nur gelernt hat, er muss einen Unit-Test schreiben, aber nicht aufpasst, was er da tut, dann bringt es einem halt nichts. Und das muss man dann natürlich mit den Leuten, das muss man verstehen, da muss man die Wege, die Prozesse kennen, Socializing, ja, Netzwerken, das sind so viele Sachen, die halt noch jenseits dieser reinen, ich sag mal, Testdesign-Kenntnisse haben. Ja. Jetzt, wenn du so diese Testdesign-Methoden, die Klassiker anschaust, welche würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung raus, ist denn die sag mal, am meisten nutzbringend ist? So? Also jede hat ihren Vor- und Nachteil, aber gibt es eine, wo du sagst, die kann man eigentlich immer irgendwo verwenden? Ja gut, ich meine, wirklich so die Basissachen, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gehabt, also Grenzwerte sind einfach immer ein Punkt, weil Grenzwerte gehen halt schief. Wir haben in der Schulung so ein kleines Beispiel, wo halt der klassische Satz drin steht, das kürzeste Brett, was im Baumarkt im System eingegeben werden kann, liegt zwischen 1 Meter und 5 Meter. Da ist der Satz zwischendrin. Ja, wenn ich jetzt zwischen mir angucke, heißt zwischen natürlich, die Grenzen sind nicht mehr dabei. Also würde ich ja sagen, 1,1 Meter und 4,99 ist natürlich dämlich. Aber da habe ich schon den ersten Punkt, es wird halt textuell beschrieben. Und dann kommen halt seltsame Dinge raus. Ja? So, das ist der erste Aspekt. Und das Zweite, was einfach die Menge natürlich runterbringt, ist wirklich auch die zweite simple Methode sind die Äquivalenzklassen, weil ich mir einfach bewusst werden muss, dass ich nicht jeden Wert testen muss, sondern ich muss die Wertebereiche kennen. Ich habe bei Sogeti ein paar hundert Einstellungsgespräche gemacht für München damals, wo ich Technical Manager war. Ich habe immer nur die Frage gestellt, die sollen mir für eine ganz einfache Herangehensweise erklären, welche Testdaten sie nutzen. Und da ging es nur darum, dass sie im Bereich von geschlossenen Intervallen 9 bis 99 machen sollten. Und ich hatte ganz viele, ich habe dann aufgeschrieben am Flipchart. Und da gab es Leute, die sagen, ja, 1, 2, 3, 4 und dann 9. Und ich habe dann teilweise bis 100 geschrieben. Die haben nicht mehr gemerkt, dass das völlig irrsinnig ist. Es ist also wirklich ein kleiner Teil nur gewesen, der gesagt hat, ja, wir müssen da drunter was, da drinnen, da drüber was und so weiter. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, wenn man das mal kapiert hat, das hilft einem dann auch eben zum explorativen Testen. Ja, dass man sich dann Gedanken macht, welche Preiskategorie, ich brauche die Preise, ich muss das so und so kombinieren. Also das kann man auch implizit sehr, sehr gut nutzen. Ja, und dann die ganzen Klassiker natürlich, wie gesagt, zustandsbasierter Test. Wenn ich halt Zustände im System habe, also ein Ticketing-System, es ist einfach zu visualisieren und es ist einfach zu verstehen. Und ich kann es halt, mir geht es darum, es sollen ja keine komplexen Dinge sein. Ja, ich brauche keine Rocket Science. Ja. Aber die einfachen Sachen, die man auch hands-on dann machen kann, weil mein Herz schlägt ja in der agilen Welt und ich will nicht, dass einer in der agilen Welt jetzt sagt, ich muss da jetzt erst mal 3 Wochen Testdesign machen. Das ist ja völlig absurd. Ja? Zeit hat man ja da auch nicht. Haben wir nicht. Aber dass man schnelle, einfache Methoden nutzt, um das zu tun. Und dass man das natürlich auch, jetzt sind wir wieder beim Testmanager, dass man das als Testmanager auch den Leuten beibringt. Dass man, wenn man keinen Testmanager hat, weil man ein agiles Team hat und sagt, wir haben keine Testmanager, ist ja okay, ja, wir sind unser Team selber, dass aber auch da jemand drin ist, der die Ideen bringt, der sagt, lass uns das so und so machen, lass uns nachvollziehbar machen, dass es nicht der Zufall ist, wenn du das testest, testest du die Sachen so, wenn ich das teste, teste ich so. Beim einen kommt was Gutes raus, beim anderen halt nicht. Ja. Das nicht personenabhängig sein. Das sind so die Dinge, wo ich sage, da kannst du. Und das können die einfachen Sachen sein. Also Jetzt hast du ja vorher gesagt, also du hast dich ja auch mit Gen AI und diesen Sachen beschäftigt, die dich da unterstützen, die auch gute Ergebnisse gebracht hat. Wie würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand, der hört jetzt gerade den Podcast, denkt sich, oh ja, ich kann mich erinnern, Äquivalenzklassentest, das hatte ich auch mal gelernt. Ich würde mir das jetzt auch gerne mal mit KI anschauen, um da wieder auch mein Wissen zu vertiefen und zu schauen, wie kann mir das da helfen. Was wäre denn so, was würdest du sagen, ist da so der Einstieg? Ganz reden. Also rede mit den Systemen, das sind Chat-Systeme, die verstehen das. Ich meine, es hilft
bei dem, es gibt jetzt die ganz tollen Begriffe des Prompt Engineers und alle, ja, kann man hochtraben, man kann sagen, rede mit dem Ding so, wie du mit einem anderen Person reden würdest. Da darf auch gerne ein Bitte drin sein. Ja, man muss das nicht weglassen. Oder sagen, schreib mir bitte für diesen und diesen Zustand mal die Äquivalenzklassen raus. Also ich werde morgen, wenn es live funktioniert, ist immer die Frage, muss man gucken. Aber wir werden morgen solche Sachen machen wie angefangen, schreib mir mal ich bin ein Versicherungsunternehmen und ich möchte jetzt Neukunden anlegen. Welche Variablen, welche Felder habe ich alles, wie sind die attributiert? Ja, und dann liefert mir das System schon mal die ersten Ideen. Dann kriegst du ein bisschen weiter mit dem sagen, ich möchte da mehr, da weniger. Und dann habe ich ja schon meine Variablen. Also jetzt bauen wir da mal Äquivalenzklassen draus. Und dann macht er das eigentlich mal. Also wirklich so wie ein Gesprächspartner. Man kann das auch gerne im Dreieck machen, wenn man mit einem sagt, ich habe da noch einen Kollegen und dann setze ich mich hin und dann lassen uns beide mal quasi eine dritte Person noch an den Tisch nehmen, also die KI, und ausprobieren und mal ein bisschen reizen. Und für mich ist ja dann der spannende Teil, deswegen nutze ich es auch gerne in Schulungen, also auch in der Foundation-Level-Schulung, wenn wir Zeit haben und sagen, komm, wir machen da mal mit. Wenn Leute dann sagen, ja, aber das ist falsch. Sag ich, ja, genau, du hast gerade was gelernt. Ja, ich habe ja gesagt, der macht nicht alles richtig, aber wenn du den Fehler erkennst, genau. 100%. Ja, also man kann das auch selber, um sich einfach immer zu trainieren. Oder ich habe auch schon mal irgendwelche Requirements, die ich nehmen durfte. Da sind wir jetzt wieder auch auf dem Thema Security. Du darfst ja nicht einfach Kundendaten da reinjagen. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn ich ein Shop-System bei einem Kunden bin, der ein Shop-System macht und ich mit dem seinen Requirement dazu mal hernehme und gucke, dass da kein Name drin steht. Und jetzt ist es, wir reden nicht von dem innovativsten, nagelneuesten Shop-System mit ganz neuen Funktionen. Dann nehme ich mir einfach mal das Ding und schreib mir dazu bitte die Äquivalenzklassen raus, Copy-Paste. Und dann habe ich das und dann sehe ich ja schon was. Ich hatte bei den Kunden kann ich nicht nennen, aber bei einem Kunden aus dem Automobilbereich, der dann mal gesagt, ja Mensch, das ist toll, aber die können ja das Neue alle nicht. Machen wir jetzt allerdings, muss ich sagen, nicht auf 3.5, sondern in dem Fall auf Copilot. Und so, ja, sag doch mal, was machst du? Sagt er, ja, also pass auf, es geht um hier eine Rückfahrthematik und Absicherungssystem und hat also alle Fachbegriffe, die da drin sind. Und ich schreibe mal mit. Er sagt, ja, der soll das mal designen. Da sollen wir mal Anforderungen schreiben. So, klick. Und dann rattert er die Anforderungen runter. Der Kollege saß da in der Schule und sagt, dafür habe ich jetzt eine Woche Arbeit investiert. Das hat er jetzt gerade. Woher weiß der das eigentlich? Das ist eigentlich nichts Offizielles. Ein Copilot bietet dir unten dann die Links. Ja, das waren die internen Seiten des Herstellers, die dort aufgelistet wurden als Quellenangaben. Die waren halt nicht, der Hersteller selber hat diese Informationen schon verbreitet. Das, wie gesagt, das waren so die Punkte. Da können wir da jetzt Testfälle draus schreiben? Ich sagte, ja komm, machen wir doch mal, lass mal hinschreiben. Und dann war ich so gut, damit ist die Arbeit, die ich nächste Woche machen wollte, auch schon fast erledigt. Okay, ist nicht ganz richtig, da fehlen noch die und die Punkte, also genau diese Details. Also das kannst du mir das mal schicken. Also dieses Spielerische, das ist für mich das Wichtige. Als Spiel sehen. Wirklich mal ein bisschen rumprobieren, ausprobieren. Wie gesagt, mein Einstieg in dieses ganze Thema waren Fantasy-Rollenspiele. Wer meinen Vortrag morgen sieht, der sieht auch ein kleines Bild dann. Ja, ich baue gerne Klemmbausteine und da gibt es halt einen Klemmbaustein-Set, das ist ein wunderbarer alter Turm, der an der Küste ist. Und ich liebe Cthulhu, das ist ein Fantasy-Rollenspielsystem aus den 1920ern. Und dann bin ich gesagt, hey, komm, lass uns doch mal ein gemeinsames Abenteuer schreiben. Da habe ich mit diesem Chat-System ein Abenteuer geschrieben. Und einfach dadurch überhaupt mal kennengelernt, was heißt denn Prompt Engineering? Weil mir das runterlesen oder, es ist toll, aber ausprobieren, spielen, und zu merken, was heißt denn das, wenn ich in die Facette gebe, wenn ich die Facette reinbringe, wenn ich sage, agiere als diese Rolle, dann reagiert das System halt anders da. Wie gesagt, ab und zu völlig blödsinnig, aber... Ja, das sagst du was Schönes. Also dieses Spielen und Herumprobieren, ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade auch machen können und sollen, damit wir einfach da auch ein Gefühl dafür bekommen und du sagst auch das zu nutzen lernen als eigenen kleinen Assistenten oder Co-Pilot oder wie auch immer, um einfach auch da bessere Tests zu machen und bessere Tests zu schreiben. Michael, jetzt 2029, wir treffen uns hier am German Testing Day. Ich sage, ach cool, komm, lass uns noch eine Folge machen. Wir haben ja damals so gesprochen. Da haben wir damals, wenn wir dann Schenkelklopfen stehen, sagen wir, kannst du dich noch erinnern, damals manuelles Testdesign. Wie werden wir es denn in 5 Jahren machen? Gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich Aktien kaufen. Ich sage mal so, im Endeffekt hat sich ja das gezeigt momentan, was wir
was wir aus vielen dieser Sachen hören. Also wie gesagt, wenn ich an November von vor 2 Jahren zurückdenke, also 1,5 Jahren, wie dieser Hype war und auf einmal alles und es wird in 2 Tagen alles anders da sein. Erst hat sich viel geändert. Es hat sich wieder dieser Gartner-Hype-Cycle, den wir haben, ja, hat sich jetzt wieder ein bisschen eingeschwungen, ist jetzt halt State of the Art in vielen Punkten. Das wird auch wieder nochmal einen Hype geben. Da werden Dinge passieren, da werden neue Schritte. Das hat ja, wie gesagt, das hat, finde ich, sehr stark mit den Rechenleistungen, mit dem, was wir haben, an Methoden natürlich zu tun. Und das wird sich weiterentwickeln. Das wird auch nicht stoppen. Also die Idee, dass einer sagt, das interessiert mich nicht, weil, nee, das ist da, das wird passieren. Ich denke mal, wir werden viel von den wirklichen Basisarbeiten, die werden wir definitiv loswerden. Aber woran ich noch nicht so ganz glaube, sind diese Systeme, die ja auch schon propagiert werden, die einfach aufgrund einer kurzen Idee alles machen. Ich glaube, es kommt immer noch darauf an, dass man es richtig formuliert. Also da sind wir eben genau wieder bei Requirements Engineering, Anforderungen. Also das einfach den Systemen bewusst zu machen, was man will. Und dann halt mit dem gesunden Menschen dann drüber schauen. Kann man ja auch letztendlich alle Filme, die es irgendwie in dieser Branche, also nicht jetzt IT-Branche, sondern in Zukunftsbranche mit künstlichen Intelligenzen geht. Es ist immer dieser gesunde Menschenverstand, der da nochmal drüber muss. Aber dazu muss ich halt Know-how aufbauen. Also das wird, glaube ich, immer sein. Ich weiß nicht, wie wir es in Zukunft machen werden, dass wir das Know-how bekommen. Also ich hatte auf einer Konferenz letztes Jahr, kam da mal die Diskussion, so, naja, heute gibt es Compiler. Wer weiß denn, wie ein Compiler funktioniert von uns? Ja. Keiner. Aber faktisch ist er da. Irgendwer hat ihn auch mal programmiert. Irgendwer entwickelt ihn auch fort. Und das Ding funktioniert. Es hinterfragt keiner mehr, wie es geht. Aber jeder verlässt sich drauf, dass es das Richtige macht. Ja. Und sowas kann ich mir durchaus vorstellen, dass es halt auch da kommt. Die Frage ist nur, wie weit sollten wir, und jetzt wird es dann aber philosophisch und ethisch, wie weit sollten wir das Thema zulassen? Also da gibt es, glaube ich, Leute, die sich viel mehr damit beschäftigen. Ich habe auch morgen für den Vortrag schon mal gleich als Spoiler dann voraus gesagt, ich kümmere mich nicht um Ethik, ich kümmere mich nicht um solche Themen. Ja. Das ist ein Fass, das ist riesengroß. Da wage ich mich nicht ran. Aber abgesehen davon sind halt ganz viele Aspekte, die wir uns anschauen müssen, die in 5 Jahren mit Sicherheit spannend sind. Also ich nehme die Einladung jetzt schon gerne an für 5 Jahre. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ja. Genau, ja. Super. Michael, vielen lieben Dank hier für die Rede und Antwort am German Testing Day. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier auf der Konferenz, heute beim Abendevent und natürlich morgen bei deinem Vortrag auch noch. Ne? Vielen Dank. Ja, danke. Ciao. Tschüss.